Go, Marcel, no problem. Yeah, go, Marcel. Hey, ja, komm noch. Auswahl. 1, 2. Schön gerade. Und die Hülse. Und die Hülse. Baumgehülse. Bei mir ist immer so gewesen, egal welchen Sport ich gemacht habe, ich muss mehr machen als die anderen, um das gleiche zu erreichen wie die anderen. Hoch, Karate-Job, soweit ich kann. Ich komme zurück, ich kann dich kontrollieren, kann gucken, was du machst. Pendel hoch. Jetzt gehe ich extra mäßig. Und jetzt greife ich deine Pants und ich drehe dich über diesen Grip, du wirst es gleich merken. Ich ziehe alles ran und hier pushe ich durch. Ja. Hier habe ich jetzt meinen Hook, der war ja hier drüben, einmal nur ein bisschen gelöst. Ja. Jetzt habe ich den schon drin, den step ich noch rüber. Da kommt der Shit, man. Das sind halt die Runden, die man jetzt schon drin hat, um nicht mal 6:30 Uhr, die kein anderer hat. Ne? Zieh das hier ran. Karate-Job. Sehr gut. Bap. Ich zieh dich ran. Ja. Ich gehe hier rum. Ich zieh die Hose ran. Hier richtig durchkicken. Ja. Und jetzt kannst du mich draufziehen. Ja. Und jetzt drehst du dich. Oh, beautiful. Wenn du einmal dein Leben lang immer Wettkampfsport gemacht hast, also immer auf den Wettkampf trainiert hast, dann kannst du nicht auf einmal nur trainieren. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt auf Wettkämpfe. Dann habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Ersten Kampf gewonnen, zweiten verloren. Ein paar Wochen später da habe ich glaube ich 4-mal das Jahr gekämpft. Also 4 Turniere und dann habe ich jeden Tag trainiert. Und da habe ich gemerkt, okay, jeden Tag reicht nicht. Und dann seit ein paar Monaten jeden Tag 2-mal. Und da merkt man dann wirklich den Fortschritt und den Unterschied. Hier, guck mal, guck mal seine Füße an. Siehst du diesen, wenn du 80 wirst, hast du nachher so einen Furunkel. Weißt du? Körperlich bin ich auch schon 80. Utrecht, Herzogenbosch, wir holen es raus, Bruder, bergen den Stoff. Wir sind taub, Bruder, wer bin ich Gott? Wir sind auch Staub, Bruder, wenn es ausufert, man, dann sterben wir doch. Ich bin ein Dieb im Gesetz, unter meinem 4 GTS blinkt ein GPRS. Verdeckte Ermittler, Headsets und Filter. Hektische Bilder vom Treffen der Killer. Wieder einmal ist einer von uns gegangen. Wieder einmal brachte er Tonnen mit Schlamm. Doch wir kommen nicht dran, winken Dollars und Bank. Parken im Wagen im Hafen und warten auf Sonne und Wasser. Junge! Nice. Das gibt dir Finn-Vibes, ne? Das gibt dir Finn-Vibes. Eben gerade so knapp dem Schweißtropfen entkommen. Von mir? Beim BJJ ist das wirklich so eine Gemeinschaft, ne? Da bildet sich so ein richtiges Rudel. Alle wollen besser werden. Jeder möchte eigentlich morgens hier mittrainieren. Also, das ist schon richtig geil, ne? Und jeder zieht sich. Weißt du, die Gruppe besteht aus Erik, Kian, Finn, Marcel und kommen halt immer neue hinzu. Alte gehen weg, wenn sich halt das Leben ändert. Aber man weiß halt immer, wenn man zurückkommt, dass du halt da so eine Art Familie hast. Ne? Ich habe das auf jeden Fall gemerkt bei den Euros, wie doll man da unterstützt wurde, obwohl die nicht da waren. Und obwohl es halt ein Einzelsport ist, ne, ist das Team schon sehr entscheidend. Natürlich kämpfst du alleine, aber wenn du alleine kämpfst, dann stehen halt 10 Mann da draußen und feuern dich an und ohne Trainingspartner und ohne Team kannst du dich auch nicht vorbereiten. Ne? Also, so ist es. Wenn ich hier alleine das machen würde, vielleicht würde das auch was bringen, aber nicht so viel, als wenn hier ein Verrückter morgens kommt, mit dem man schon trainiert hat. Ja. Genau, und jetzt jeden Tag wie so ein Berserker. Ich komme direkt von der Uni, deswegen muss ich auch im Auto essen. Und jetzt warte ich auf die Jungs und dann geht's los. Oh. Ja.
Oh, my friend, long time. How are you, man? Grace Barra, okay? Good guys, so for we use the technique for we warm up, right? We have the grips. Okay, I always do the grip to the side and control the collar. Okay, and then take the hands, we are here. I want the grip not go direct. So. Have. Soon we have, we can walk, pull, step, boom, far. Okay? Active your foot in the bicycle, push, come back, fits in the hip. Okay guys, very easy. 3 times for each. 1, 2, 3. Wann das man aufstellen? Lift. Attack down. Okay? Good. 3 times for each, and then you do after that second variation. 1, 2, 3. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we 2 peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever, long as we go together. White belts. We go there, right, in the second room, white belts. Color belts stay in this room, okay? Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. Right hand a little bit more different. Good guys, we have the second class now, right? But before, many of our students did participate to the European tournament, was this time in Rome. We always did very well in this tournament since 2008, and but this time was special. We have Professor Canelo. He's a student under Grace Barra since he was 15 years old. He is one of the men in the world achieved to have a podium in every belt. He have a podium white, blue, purple, brown, and black, and that's not easy. But now he's in the professional time, known as the black belt adults professional. Only after 4 months ago, he got promoted by black belt, and he achieved to the Rome tournament a bronze medal. That was amazing good result. Professor, you want?
have a few words? Yeah, sure. We talked a lot about the competition. The Europeans I did since I was a white belt, like really from the beginning. And each belt has like a few difficulties, you know. It never changed. Even now, as a black belt, they're like the challenges are still there. So always keep up, keep in contact with us, keep learning, and then I really enjoy the journey, and you will too, 100%. So yeah. We're not training for tournaments. We're training we have a fun, we do better, good for our life. But in the case you want to do tournaments, you are ready for that. You are everyone welcome. Tournaments we have in 2 weeks in Amsterdam. 52 guys from here go there. Will be amazing. Everyone is welcome to participate. And then, guys, congratulations for all. Okay? Applause again for all. Yeah. Yeah. Yeah, I think too small. I got big Wir sind im Knee Slice, wir haben den Collar Grip, wir haben oben den Knee Grip. Wir versuchen den Step nur zu machen, wenn es hier offen ist. Wir wollen einen Backstep machen, aber wir faken den Backstep eigentlich nur. Das heißt, wir kommen einmal mit dem Knie auf den Boden, mit dem Ellbogen auf den Boden und machen einen Backstep. Von hier seht ihr, sind wir ein bisschen weit weg und er kann das untere Bein immer benutzen, um seine Guard wieder zu holen. Das wird auch passieren. Deswegen benutzen wir das nur als Fake. Jetzt, was meistens passiert ist, der overcommittet mit dem oberen Bein und versucht hier zu kommen und ich springe nur mit den gleichen Grips. Ich behalte die Grips bis zum Ende und dann switch stehen, der an der Hose ist, nach oben und nur die Seite schon. Alle verstanden? Nein, bitte noch. Also nochmal. Mit 16, 17 glaube ich war das, habe ich auf YouTube UFC Free Fights gesehen von Conor gegen Dennis Siver. Das war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und Conor sah einfach, seine Aura sah so mächtig aus. Ich dachte so, das muss ich auch können. Und dann habe ich mich hier angemeldet. Dann habe ich Erik getroffen, also richtig Erik getroffen. Dann habe ich Peter das erste Mal getroffen. Und dann hatte André irgendwie gesagt, ja hier Peter, 5. bei der Weltmeisterschaft. Und dachte so, okay, gegen den muss ich kämpfen. So, und dann bin ich immer zu den beiden gegangen und seitdem bin ich eigentlich immer dabei gewesen. Und dann wieder komm hoch. Und hier, 1, 2, 3 und dann Backstep. Ja. be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's 12 years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, job that's real big. Straight trying a little, my God is real big. Stayed up on the ground and the cars is real big. Okay Jungs, wir haben jetzt 10 5-Minuten-Runden. Nächste Woche ist Amsterdam. Lass jetzt nicht zu übertreiben. Einer ist schon injured, ich bin auch injured. Das ist jetzt kein Scheißform. Das ist einfach nur ein bisschen Flow Roll, ein bisschen Light Sweat für den Weight Cut und dann müsste das eigentlich passen. Suche den Partner und let's go. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. That includes whipping and keeping the recipes. I cannot stop. I gotta get it till legends are next to me. Till legends are next to me. Hey, please do not text to me. I'm trying to get it. Working to become the best of me. I'm doing my job. Ja, ich fühle mich ready. Cardio-technisch ist alles gut. Das passt alles. Ich fühle mich auch strong. Ich habe noch ein bisschen Gewicht zu machen, 3 Kilo noch. Das müsste sich aber ergeben in den 5 Tagen. Ich hatte einen guten Plan eigentlich, aber ich habe mich Montag, kleine Insider-Info, am Knie verletzt. LCL ist einmal rausgepoppt. Ist keine Major Injury, aber es fuckt ein bisschen ab beim Training. Ich muss ein bisschen leicht machen. Ich habe jetzt nicht so 100% Vertrauen in meinen Körper. Deswegen versuche ich jetzt über die Woche so viel Vertrauen in mein Knie zu gewinnen wie möglich. Aber wie gesagt, jetzt nichts Schlimmes, aber es beeinträchtigt halt schon so. Wenn du dann wieder in die Position kommst, wenn das noch ein bisschen angeschlagen ist, dann poppt das immer wieder schneller raus. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Flow Rolling machen. Deswegen habe ich mir auch die Weißgurtige rangeholt, ne? Prost! Kommen vor 88, das heißt Pista-Modell. Paris ist die Stadt, Baby, Ritz das Hotel. Ich habe immer so viele Probleme. Deswegen bin ich auch bekannt als der Rentner hier.
unterathletisch und immer verletzt. Ich war beim Kickbox-Sparring da drüben. Am Freitag sollte ich nach Thailand fliegen, alleine. 1,5 Monate Tiger Muay Thai. Und ich war so gassed, ich bin geshootet, letzten 10 Sekunden. Ich shoote rein nach unten mit dem Kopf voraus, er will in dem Moment kicken. Ich tauche genau ins Knie und breche mir mein Gesicht tatsächlich. Das halbe Gesicht ist weggebrochen. Das heißt Stirn, Schläfe, Augenhöhle, Orbitalboden, Jochbein, Oberkiefer. Das heißt alles, was man sich vorstellen kann, war gebrochen, Nase auch. Und dann war es erstmal nichts mit Thailand. Ich order mir den Catch auf den Day, Porsche oder SMB. Ob Modern oder Back in the Days, meine Olle rock nur Brett ab und ich schmuggel Tonnen durch Kontrollen in das letzte Gate. Porsche 911, Dior und Chanel, eigener Belt YSL, Boarding am Gate, kommen 488, das heißt Pista-Modell. Paris ist die Stadt, Baby, Ritz das Hotel. I'm a criminal. Du wirst am längsten drin bleiben. Er wird am längsten drin bleiben. Mann. Was müsste man, wie glücklich müsste man sein, da zu arbeiten. Gut, dass so wenig Leute heute Digga, was ist das hier für eine Ecke? Alter? Hätten wir nicht ein bisschen anonymer sein können? Wir bauen unsere Sachen aber vorne diesmal auf. Wir machen das, weil wir so gesund sind. Alter, morgen haben wir alle Grippe. Alle. Bruder, ich muss hier rauf. Ich weiß nicht, ob das Sand an meinem Körper ist, aber das fühlt sich geisteskrank schlecht an. Echt schlimmer als erwartet. Bin ich ehrlich. 10 Minuten im Eiswasser. Ey, halt's Maul. 10 Minuten. Das ist so eine Lüge. Das schafft kein Mensch, Bro. Man muss direkt Das ist so. Oh Gott. Das weißt du, was ich jetzt Ich komme von der Uni. Jetzt holen wir Kian ab. Dann frühstückt der Junge was, weil er wahrscheinlich gerade erst aufgestanden ist. Muss noch 1, 2 Sachen beschnacken und dann geht's halt weiter zum Training. Kian muss man sagen, alles was man mit ihm macht, also natürlich sportlich, da ist er sehr, sehr offen, aber was Privatleben angeht, ist er absolut verschlossen. Wir sind jetzt seit 8, 9 Monaten hängen wir jeden Tag miteinander. Und ich war noch nie bei ihm zu Hause zum Beispiel. Also aufgrund vom kommenden Wochenende haben wir ein Turnier. Viele von euch kämpfen auf Nogi und Gi. Und heute zeige ich einfach ein paar einfache Nogi-Takedowns, auch für Weißgurte, die ihr machen könnt, einfach um den Kampf 2 zu starten. Erst fangen wir an, das ist ein Single Leg. Das sorgt dafür, dass dasselbe Bein vorne steht. Inside Single Leg. Wir bewegen ihn ein bisschen, können runterziehen. Wir bewegen es relativ einfach. Ich sage nur einen Schritt nach vorne. Kommt hier ran. Nur im Gi sind es 41 Competitor. Das ist eine geisteskranke Zahl für das Turnier. Letztes Mal waren wir schon viele Competitor, da waren wir 20. 20 Leute auf so einem Turnier ist schon viel und wir haben es einfach nochmal verdoppelt. So, das ist sehr, sehr spicy. So, direkt tief. Knie ganz durch. Und hier. Crossface, Crossface. Lass ihn von dir weggucken. Er muss von dir weggucken. So, ja. Ja, Der Maus aber. willkommen im Tempel der Lust. Sarah, welcome to your crib. Oh ne. Doch. Hier einmal Badezimmer, da wo die Gieß gewaschen werden. Sehr wichtiger Platz des Hauses, ja. Hier kommen wir zum Herzstück, ja. Die Küche.
super Design, wir haben ja auch Pflanzen, umweltbewusst. Ja, das war's auch schon mit der Roomtour. Achso, ja. Der Allerechte, die Inspiration. Hast du dich auch schon angemeldet? Natürlich. Die Regis. Bei uns sind sogar 4 in der Division. Bei dir? Bei mir. Nur 4? Nein, 4 von GB. Achso, Jetzt, hier hat er sein Bein und auf der linken Seite, auf der rechten Seite hat er kein Bein. Das heißt, ich drehe mich hier längs und nicht nur zur Seite, wenn ich nur zur Seite drehe, drehen wir uns 3 Jahre. Deswegen drehe mich zur Seite und Schulter geht nach unten. Boom. Letztes Jahr waren wir in Prag auf einem Turnier und wir sind mit dem Flugzeug hingeflogen und, oh, wie kann man das jetzt ausdrücken? Für Kiel war es nicht möglich, zurückzufliegen. Das heißt, wir mussten auf jeden Fall einen Bus nehmen und als wir in Berlin angekommen sind, da war der Bus dann leer. Da waren nur noch wir beide und noch Ilias aus unserem Team am Start. Und da haben wir so rumgesponnen, wie geil es wäre, wenn so ein Bus einfach mal von unserem Gym losfährt, voll mit Leuten von GB ist und was das für eine Stimmung wäre. Das wäre halt einmalig, weil sowas, also das hört sich jetzt übertrieben an, aber sowas gab es noch nicht. Sowas gab es vergleichbar in dem Sport noch nicht. Ja, wir haben angefangen mit 20 Leuten geplant eigentlich, ne? 20 Leute oder so. Dann haben wir das Professor vorgestellt und dann meinte er einfach, Jungs, wir machen den Bus safe voll, 50 Mann. Und wir so, ja, I doubt it, aber lass versuchen. Und dann war der Bus halt einfach voll. Ja, sind hyped auf jeden Fall. Das heißt, wenn mit deinem Kopf auf die rechte Seite geht, wirfst du nach links. Ja genau, jetzt hoch und jetzt wirfst du nach links. Hoch und nach links. Wie ich zum Jiu-Jitsu gekommen bin, und zwar über einen großen Bruder von einem guten Freund von mir. Und er hat mich hierher gebracht. Ich weiß noch, ich kam durch die Tür rein und ich kam ein bisschen zu spät. Und die erste Technik, die gemacht wurde, war Helikopterarmbar. Es war genau hier und er hat die Technik vorgemacht und ich dachte mir so, tschüss, das ist ein Ninja. Das habe ich noch nie im Leben vorher gesehen. Dann einfach immer hingegangen, dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Wo er zurückgeht, öffne ich das Bein, gehe mit der Hüfte rein und gehe gegen die Bewegung. Wir müssen so ein bisschen aufziehen. Wenn er stark bleibt, wird es schwer. Guck mal, wir sind hier. Ich shoote rein, wege ein bisschen nach vorne. Er macht Druck nach hinten. Ich öffne das Bein. Boom. Und wenn das Bein so ein bisschen fängt, ist egal, er fällt dir trotzdem für die 2 Punkte. Nach der Schule oder nach der Arbeit zum Jiu-Jitsu kommen, alle sind da. Und auch wenn man einen schlechten Tag ist, kann man trainieren. Je nachdem, ob es dann gut läuft oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Nein, Kopf nach außen. Genau. Hüfte rein und hoch und zur Seite, zur Seite. Genau, mit einer Pause. Okay guys, time to relax, drink, then please put your mouth warm, then one line. We have one family here in the training, is the Mascan family. The first one arrived was Finn. He did arrive here with 14 years old, and all they have amazing good level, full motivation for training. Another student we have come from the teenager team was Kian. He with us since very young, and the development for him was also good. He have good achievements like the bronze medals in the world. Seitdem ich damit angefangen habe, kann ich eigentlich an nichts anderes mehr denken. Wenn ich hier bin, denke ich dran. Wenn ich nach Hause gehe, denke ich, was im Training passiert ist. Im Bett denke ich, was als nächstes beim Training passieren wird. Das ist eigentlich alles, was ich mache so. Good position. Close. Baumeister Carlos. The Amsterdam tour is Friday. We go to travel with a huge group. Will be amazing experience for everyone. This tournament is special because the last 2 years we get the #1 in team. We go there to have again the trophy with us. Wir müssen nur verteidigen. Ich habe das ja jetzt die letzten 2 Jahre gewonnen, deswegen keine Probleme. Alles Smash und Gi und No-Gi. Let's go. Ich fühle mich einigermaßen okay. Viele kleine Probleme körperlich, aber so machen es zu spät jetzt, ne?
Jetzt muss man einfach kämpfen und drumherum arbeiten. Aber eigentlich alles okay. Okay. Nicht gut, aber okay. Der verlorene Sohn. Aerodynamisch. Momentan läuft alles gut. Natürlich, als letztes kommt wahrscheinlich Professor. Amazing. Alle sind aufgeregt, alle haben Bock. Das ist schon sehr, sehr nice. Pause mitgemacht vermutlich. Also ich habe jetzt 0,5 Gramm noch zu essen. Nee, 500 Gramm. 500 Gramm zu essen. Und ja, ich habe trotzdem richtig Hunger. Aber ich esse lieber nichts, weil ich will sicher gehen. Stay hard und einfach nichts essen, nichts trinken. Aber ich habe hier Hilfe an meiner Seite. Na klar, Mann. Mentale Unterstützung. Wir waren zusammen in L.A., ne? Gestern war Northridge, ja. Wir hatten halt ein Airbnb, ein Riesenhaus. So, wir hatten aber ein Privatzimmer. Auf den Fotos sah das richtig geil aus und wir dachten, okay, jetzt geht's richtig ab. Wir hatten aber nur ein Einzelzimmer. Das war so groß wie eine Knastzelle. Und da waren noch so Knastbetten drin. Und Northridge ist in Valley, das heißt, es ist extrem heiß, Los Angeles. Ja. Und das war eine Knastzelle und dieses Minizimmer zur Zeit, also es war schon echt heftig. Das war echt sehr, sehr heftig. In LA ist es anders, da bist du wie Wilder Westen. Wenn du da reinscheißt, bist du wirklich gefickt. Wir haben einfach ohne Plan teilweise ein bisschen, also minimal Sachen geplant und einfach meistens los. Wenn wir irgendwie wandern wollten, haben wir einfach was eingegeben und sind los. Das ist so dumm, weil es ist so weitläufig. Es ist sehr weitläufig. Von Northridge bis, was weiß ich, zum HQ, das ist so wie Hamburg-Berlin. Ja. Wenn da irgendwas passiert, dann bist du halt gefickt. Eine witzige Story. Wir hatten ja vorhin über Respekt und sonst was geredet. Romulo Barral, das ist der Head Coach und der Don einfach da. Ist auch einfach irgendwo auch der härteste on the mat, weil er trainiert auch bis zum Schluss. So. Alle Students sitzen schon an der Matte, haben keinen Bock mehr, sind schon am Trinken. Der Typ steht da und macht nochmal eine extra Runde, obwohl er es gar nicht mehr nötig hat. Er rollt immer mit, weißt du, er rollt immer mit. Also es ist richtig krank. Und eine Zeit lang, gut, wir sind da hingekommen und wir mussten auch nicht zahlen, das war richtig korrekt. Aber irgendwo wurden wir auch so ein bisschen noch nicht so, wir wurden ignoriert, accepted, so ignoriert einfach, weißt du? Die deutschen Besucher halt. Und ich habe mir so den Arsch aufgerissen, weißt du? Ich hab alles gemacht, ich habe alles im Training gegeben, alles. Und er hat mich noch nicht mal angeguckt. Ich wusste noch nicht mal, dass er meinen Namen weiß, weißt du? Und dann kam halt einmal, weil auf dem Weg zur Umkleide, nach dem Training, kreuzen sich manchmal so die Wege. Weil er hat so seine eigene Umkleide. Und dann, er läuft an mir vorbei, er guckt mich nur ganz ein bisschen an, so seitlich, und sagt, Eric, that's how you train. Und ich so, Alter, das war wie so eine Erlösung, Digga. Die härtesten 2 Monate, wirklich auch meines Lebens. Ich war bestimmt overtrained as fuck, bad nutrition, wir hatten keine Ahnung von Supplements. Zwei kaputt, bevor es losgeht. Einer verletzt. Das macht Jiu-Jitsu mit dir. Ja, meine ersten Tournaments habe ich halt alle auf den Kopf bekommen. Und dann München, IBJJF München, das war so, ja okay. Und alle dachten halt, ja okay, jetzt knallt's. Jetzt knallt's. Komplette Rasur. First Fight verloren. Wieder 3-0. Und dann war ich richtig gebrochen. Ich komme so von der Matte und Panchito kommt so, man, what happened? Und ich gucke ihn einfach nur so an, höre so, was er sagt und gehe einfach weg. Und habe mich so irgendwo alleine hingesetzt, weil ich das nicht taken konnte. Ich konnte das gar nicht taken. Eins der heftigsten war eigentlich Blue Belt, glaube ich. Weil ich hatte ja Blue Belt gewonnen und Open Pass auch noch Dritter gemacht. Und dann nächstes Jahr wieder gekommen, weil ich hatte ja letztes Jahr gewonnen. Ja. Und dachte, I'm the man, jetzt werde ich nochmal alles rasieren.
Und wie ich verloren habe, war halt eklig. Ich war doch im Omoplata. Ich war im Omoplata und mein Gesicht war zur Tribüne gerichtet und ich konnte alle Gesichter sehen vom ganzen Team. Oh no! Ich konnte alle sehen. Und jetzt kommt auch noch Omoplata und dann noch Choke-Kombination. Weißt du? Er hat mich gechoked und im Omoplata. Also es war sehr erniedrigend. Guck mal, in BJ Jaggy ist halt auch viele Sachen so, du kannst getappt werden, aber du kannst auch irgendwie so erniedrigt getappt werden. Das tat richtig weh und dann saß ich auch Ewigkeiten da unten an der Bande. Alle hatten noch so gerufen, komm hoch und so. Ich saß da einfach komplett gebrochen. Okay, nächstes Jahr, das wird nie wieder passieren. Purple Belt habe ich dann gewonnen. Tatsächlich, da warst du auch sogar gegen Bones. Dann aber nächstes Jahr wieder dasselbe. Ich hatte Purple Belt gewonnen. Und dann nächstes Jahr, ersten Kampf wieder verloren. Aber Losses gehören dazu und immer weiter, ne? Und jetzt kommt noch eine viel größere Challenge. Jetzt geht's ja erst richtig los. Jetzt kommen hier erst die ganzen Dons. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Herzogenbosch. Wir holen es raus, Bruder, bergen den Stoff. Wir sind taub, Bruder, wer bin ich Gott? Wir sind aus Staub, Bruder, wenn es ausufert, man, dann sterben wir doch. Ich bin ein Dieb im Gesetz, unter meinem 4 GTS blinkt ein GPRS. Verdeckte Ermittler, Headsets und Filter. Hektische Bilder vom Treffen der Killer. Das erste Mal, dass so viele Leute sich angemeldet haben, dass sie halt 5 Matten brauchen. Damit haben wir auch nicht gerechnet, aber das wird schon, ne? Gib mal jetzt ganz schnell eine kurze Hose. Ganz schnell eine kurze Hose. Oh, beste Kuss. Mach's nicht so wie die vor dem Kampf noch hatten. So wie ich letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass ich eine Woche vorher in einer anderen Organisation gekämpft habe. Das war in Chemnitz und da waren die Gewichtsklassen einfach unterschiedlich. Und dann waren wir irgendwann um 12:30 im Hotel und konnten wir keine Sauna organisieren. Wir hatten keine Badewanne, sondern nur eine heiße Dusche. Dann habe ich mir 3 Gieß angezogen und ganz viele Handtücher umgebindet und dann schön in die sehr warme Dusche. Haben wir unten das zugemacht und dann um 3:30 morgens waren dann 4 Kilo runter. Aber genauso macht man es nicht. It's time to eat. Ich teile sehr, sehr gerne, ne? Wenn man mich fragt, alles gut, ne? Aber wenn man mir mein Essen klaut, sehr, sehr dreckig, das tut man nicht. Das meine ich ernst. Derjenige, der sieht das 100%ig, sollte sich hinterfragen, denke ich. Das ist mein erstes Blue Belt Turnier. Die kämpfen meistens als erstes, das heißt, ich bin in einer Stunde schon dran. Ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie, so viel Druck. Meine zweite Division startet 17 Uhr. Das heißt, ich habe 5 bis 6 Stunden dazwischen Zeit. Ich habe extra 2 Gis mitgenommen, weil ich noch unentschlossen war, mit welchem Gi ich kämpfe. Ich habe einen weißen dabei und einen blauen. Normalerweise mit meinem blauen Belt kommt der weiße besser, aber man muss zu dem blauen sagen, den habe ich von Yemi geschenkt bekommen. Yemi ist ein guter Freund von uns allen, der leider viel, viel zu früh gestorben ist. Und nach seinem Tod wurde mir dieser Gi gegeben. Oh Gott. Also ich musste mich wirklich kurz fassen, weil das berührt einen sehr, sehr auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Der Gi wurde mir mit den Worten gegeben, du wirst ihn schon stolz machen. Gibt natürlich noch mal zusätzlich Druck dazu, aber das wird schon, das wird schon. Wir vergessen keinen, Stefan, auch ein guter Freund von uns, auch leider viel zu früh gestorben. Aber die schönsten Blumen werden als erstes gepflückt. Dein Ding! Marcel, calm, Marcel, no problem, yeah, calm, Marcel, calm.
Aua. Mehr kann man nicht sagen. Das ist sehr, sehr enttäuschend, wenn man nur 2 Minuten auf der Matte war. Direkt ersten Fight raus, wieder Guard gezogen, dann wollte ich Lapel-Guard, was ich auch gerne im Training mache. Hatte ich auch vorher mit Erik besprochen. Bin auch gut reingekommen, aber ich habe seinen Gi irgendwie nicht zu fassen bekommen. Dann ist er für Straight Footlock. Aber dann dachte ich, dazu werde ich nicht tappen. Dann hat er sich zurückgelehnt, war schon painful. Dann ist halt noch das Stück weitergegangen. Und da hat es halt einfach einmal gepoppt, so diesen Sound. Dann musste ich tappen, wahrscheinlich Band gerissen. Also jetzt ist das taped ab. Nachher Nogi 17 Uhr. Müssen wir nochmal draufknallen. Muss mein Game ein bisschen verändern, weil ich eigentlich ringen wollte, aber es wird jetzt ein bisschen schwerer. Das heißt, ich muss im Nogi, was eigentlich sehr, sehr unüblich ist, direkt Guard ziehen. Und dann einfach believen, dass er dumm ist. Und ich hoffentlich einen Win holen kann. Ready. Ich muss jetzt einfach da rein, mein Ding machen, kann jetzt nicht so lange hier warten, das fuckt mich alles ab. Ich muss da jetzt rein. Keine Zeit mehr für den Bullshit. Erster Kampf gewonnen, weiter geht's. Nur Advantage, war ein bisschen Trash, aber der Typ war sehr, sehr gut. Meine Unterarme sind gassed, aber wir gehen rein. Wir gehen rein. Finn hat Hunger. And now I got 2 wrists. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on Shamu. That mean I got goals that's real big, foes that's real big. Your offer too little, sorry, my soul is real big. Coming into the ring with blows that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, gotta do it big, that's the only way to live. I gotta do it big, I gotta do it big. I gotta do it big, gotta do it big, that's the only way to live, come on. Der zweite Kampf lief auf jeden Fall besser. Der Typ war loco strong, meine Unterarme waren komplett gas, aber was willst du machen? Wenn du drin bist, bist du drin. Mir kann jetzt nichts mehr helfen, ich muss jetzt einfach durchziehen. 4-2, glaube ich. Bin langsam reingekommen, jetzt nur noch Finale, den Typen klatsche ich auch noch an die Wand und dann sind wir raus. Peter. Ich war eh deep drin so, der hätte den nur noch mehr gepoppt. Und dann wäre vielleicht, was weiß ich, was da gepoppt. Einen Brownie, Digga. Jetzt musst du erstmal den Blick senken vor dem Don, vor dem ersten Platz, aber bis dahin, ne? Ja, nächstes Mal.
Also ich fühle mich jetzt nicht mega scheiße, mein Fuß natürlich ziemlich im Arsch, aber es ist halt nur beim BJJ so, dass der Typ dir fast den Fuß bricht und man dann einfach entspannt redet danach. Das gibt's auch nur hier. My vision on Shamu, that mean I got goals that's real big, foes that's real big. Your offer too little, shorty, my soul is real big. Coming into the ring with goals that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. I gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, that's the only way to live. I gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, that's the only way to live. Come on. Wir saßen gestern im Bus, wollten eine Wette machen, Flying Triangle, mit Ansage halt, ne? Oh yes, Guillotine. That's my thing. Bus, let's go für Gold, Finale. Marcel, knee between the legs, Marcel. Stand up, stand up. This is no problem, Marcel. No problem. Go to the leg. Head up, Marcel. Head up, head up. Good. Push. Push. Step back to push. No problem. No problem. No problem. No problem. Go to the back. Go to the back. Up. Move on. Let's go. Stop! Stop! Dafür, dass mein Band gerissen ist, war das ganz okay. Das Problem ist, ich musste auf den Knien pressen, weil ich meine Füße nicht aufstellen konnte, weil der Schmerz zu groß war. Wenn ich 100% fit wäre, hätte ich ihn 100% genommen. Aber so, egal, keine Ausreden, verloren. Beide Division, erste Runde raus. Es ist sehr, 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 sehr belastend. Aber jetzt habt ihr das loweste Low und von Kian, Erik und Finn einfach das heiße High. Auch was Gutes. Das ist gerade das Finale. Doppelgold gegen Loco Brasi. War geil, er hat mich eingeladen. Wir wurden in Abu Dhabi, wer vorbeikommen soll. Ich denke, das mache ich auch nach der Schule. Last year on the corner sipping OE. Had to get off the block. Best friend smoking rock. Best man called the cops. Rose from the city that never sleeps. It's the melting pot. I came through with purpose. I never question if it's worth it. Homie, I'm on top. Really, we on top. I'm on top. See me, I'm on top. We on top. Whole crew on top. I can't stop. I'm on top. See me, I'm on top. Ich war halt da drin, weil ich escapen muss und du so, ja okay, jetzt alles? Ich so, ja okay, Ja, ich versuche jetzt alles, aber einfach stiff zusammengezogen. Ja. Ich konnte mich nicht bewegen. Vielleicht hättest du einfach disengaged und nochmal rein. Wollte ich. Ging nicht? Aber er hat den Arm, er hat erstmal den Arm, ganz komisch war das, ne? er hat den Arm erstmal getrappt und immer wenn ich disengagen wollte, ist er direkt zu so einem Armbar gegangen. Und wollte so immer planen, ja, das... Bevor ich jetzt... Er ist jetzt impressive. We come here with around 50 students. All did good. It was perfect day. We had for, like Simon did comment, for the third year consecutive #1. And that just, we keep work like this and it was a great day. Thank you all. And the first place, Gracie Barra.
mir bedeutet das sehr, sehr viel, ein Teil von sowas Großem zu sein. Von außen sieht das auch ein bisschen komisch aus, wenn gesagt wird, ihr müsst alle den gleichen Gi tragen. Das wirkt immer ein bisschen so sektenmäßig, aber im Endeffekt macht es genau das quasi aus, weil man dann wirklich sieht, dass das ein Team ist. Du weißt sofort, wer zu dir gehört. Es gibt einem noch ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Sie empfangen dich mit offenen Armen. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und ganz speziell bei diesem Event jetzt. Ich und Kian hatten während dieses Trips bestimmt 3-4 Mal, dass wir einfach nebeneinander saßen und uns angeguckt haben und einfach wussten, genau so haben wir uns das vorgestellt. Und es ist einfach genauso geworden.